Willkommen zum zweiten Teil aus dem Tierheim Arche Facet in Rumänien. Im ersten Teil ging es darum, das Tierheim und die Aufgaben der ehrenamtlichen Helferin Kimi kennenzulernen. In diesem Teil sprechen wir über die größten Herausforderungen und die Zukunftspläne. Wir sind Tana und Teneri. Gemeinsam mit unserem Hund Milo reisen wir im selbst ausgebauten Van quer durch Europa. Im Sommer 2025 haben wir alles verkauft, was wir besaßen, und sind losgefahren. Ohne Plan, aber mit dem Wunsch, etwas Gutes zu tun. Bisher hört sich alles sehr gut an. Ich frage mich, ob es noch Probleme gibt. Ein sehr großes Problem sind tatsächlich unsere ganzen großen Hunde, die leider kein Zuhause finden. Wie man sieht, also das Tierheim 2 ist komplett voll mit großen, ausgewachsenen, ganz tollen, familienfreundlichen Hunden. Aber die haben es leider extrem schwer und das macht uns doch ziemlich zu schaffen, dass wir da keinen finden, der so einen Hund adoptieren möchte. Viele der Hunde, die ihr hier im Video seht, sind auch noch zu vermitteln. Kimi erzählt einmal, wie so eine Adoption eigentlich abläuft. Dann meldest du dich als erstes bei uns, füllst auf unserer Website die Selbstauskunft aus. Wir schauen uns die an, schauen, ob das alles passt, ob der Hund auch zu dir passt, ob das passen könnte. Und dann ruft jemand an, das ist meistens die Gabriela von unserem Vorstand, die ruft an, die kümmert sich hauptsächlich um die Vermittlung, bespricht dann alles mit dir. Dann wird eine Vorkontrolle gemacht und geguckt, ob das mit der Selbstauskunft auch alles übereinstimmt. Und wenn ja und die Vorkontrolle positiv verlaufen ist, dann darf der Hund zu dir nach Hause kommen. Und genau, es gibt einen Tierabgabevertrag. Uns ist auch immer wichtig, dass die Hunde alle ein Sicherheitsgeschirr bekommen. Also entweder besorgst du schon vorher eins oder wir würden dir eins mitgeben. Du wirst auch aufgeklärt bezüglich dessen, wie du dem Hund das anziehst und wie du damit durch die Gegend läufst. Der Hund wird mit einer Schutzgebühr abgegeben und darin enthalten ist einmal der Heimtierausweis, dann, dass der Hund vollständig geimpft ist, Parasitenschutz hat, die Entwurmung ist mit dabei. Wenn der Hund auch alt genug ist, dann ist er natürlich auch kastriert. Also wir geben keine unkastrierten Hunde ab, es sei denn, sie sind noch nicht so alt. Und der Transport, der ist auch noch mit dabei. Also wir sind aktuell tatsächlich noch so ein bisschen am Bauen und am Verschönern mit dem Welpenhaus und mit der Tierarztpraxis. Das war ja auch unser riesengroßes Projekt, wo wir ja auch viele Spenden für gesammelt haben, damit wir unsere Hunde hier vor Ort in unserem Tierheim behandeln können und nicht immer außerorts fahren müssen und die Hunde nicht diesen ganzen Transportstress haben. Und dazu bauen wir auf dem neuen Grundstück aktuell noch 2 weitere Zwinger für unsere Langzeitbewohner, die halt schlechte Chancen haben auszureisen. Genau, damit wir die Hunde halt aus dem alten Grundstück rüberbringen können und die dann im Freilauf auch mal fetzen können. Hier gibt es ja wirklich viele Baustellen. Gibt es denn noch Pläne für die Zukunft? So, wenn das Welpenhaus fertig ist und die Tierarztpraxis, dann ist eigentlich, soweit ich weiß, nichts Großes mehr geplant. Ich glaube, noch so ein paar Kleinigkeiten wie im neuen Grundstück vor allem ein paar neue Bäume pflanzen, damit im Sommer auch Schatten da ist. Und ja, wir wollen noch für das Leinenchaos und Geschirrchaos so einen Platz finden, wo wir das alles dann auch ordentlich aufhängen können und schneller zugreifen können, um mit den Hunden spazieren zu gehen. Und ja, also so ein paar Schönheitssachen, damit das Tierheim schöner wird. Aber ja, jetzt ist es ja in der Bauphase noch und sobald die abgeschlossen ist, denke ich mal, wird es verschönert. Es ist echt richtig toll, wie das Tierheim sich hier immer weiterentwickelt. In Rumänien gibt es so viele Straßenhunde. Auch unsere 2 Welpen, die wir gefunden haben, kommen ja von der Straße. Wie könnte man das Problem an der Wurzel packen? Wenn die Leute, die hier in Facet und Umkreis leben, ihre Tiere tatsächlich mehr kastrieren würden. Das wäre, glaube ich, so. Also es wird besser auf jeden Fall, das habe ich auch schon mitbekommen, aber es sind immer noch zu viele Hunde. Und wir bieten mehrmals im Jahr kostenlose Kastrationsaktionen an, wo die Anwohner hier dann auch kommen dürfen und ihre Tiere kostenlos kastrieren dürfen. Und ja, also das wäre so eine Sache, die ganz cool wäre, wenn die Leute mehr kastrieren und mehr motiviert sind, auch ihre Tiere zu bringen und man die auch nicht immer abholen muss und dann wieder hinbringen, was ja viel Zeit auch kostet, auch für die Mitarbeiter hier im Tierheim, sondern wenn da einfach mehr
Verständnis für wäre und wenn die Leute selber auch wollen, dass es weniger wird mit den Hunden. Um herauszufinden, woran es liegt, dass die Hunde sich so vermehren, fragen wir den Tierarzt vor Ort. Welcome to Romania. My name is Dr. Simon Kubin. I'm the veterinarian of the shelter. I have also practice and I work with animals from like this, like a child. With my father is also veterinarian, so we do with passion. Was ist das größte Problem mit den Straßenhunden? That they're on the street. That's the biggest problem. When they are on a lot of time on the streets, they begin to be more aggressive. They will make a small group. They get hungry. They start to to get wild, more wild. They don't have like other dogs to be more friendly because they have a good environment or something like this. No, the street dogs, they are born in the streets, most of them. They grow in the streets, they eat what they can, and that's it. All of them, they are not undefined with not microchipped. They don't have an owner, so who will take them? The shelter. The shelter are overcrowded. You cannot show me a shelter in Romania that say, hey, I have space. No, everyone it's overcrowded. The law it does exist, but it's a problem with the people. They don't care. The problem starts with the mentality of the people, especially in the village, and they objectify the dog, the animals. Like, if they die, I don't care. If they go, I will take another one. So the dog get out in the streets. They make a couple with other dog. They get burned like this. In my opinion, I think to get better on this situation, to solve this problem, is to start with education by the kids, to make them understand that it's a life, they have feelings, they deserve to live as us and with us. That's why I say it's very important to make people realize this is not how you have to treat an animal. Even it's a cow, even it's a sheep, even it's any kind of animal, they deserve to live a quality life. This small time of period in their life in this earth, they deserve to live it in a good condition with a roof on the top of their head. It's very, very rare the case when a Romanian came to take and not to leave a dog to the shelter. Most of the dogs they are go on exports of the country, and very few they are go by adoption in the country. Gibt es Krankheiten, die oft bei Straßenhunden vorkommen? They are very common. They're not common, but we have rabies. Other Europe country, they don't, because they have a big more control on the dogs. They vaccinated, but we have a problem with the stray that they are not vaccinated for the rabies. So from the foxes, they take rabies and spread it to the people. Last year was a case east-north of Romania. One man died by rabies. Wie könnte man die Hundepopulation verringern? It's a lot of free campaign and the people still are not coming. There are some campaign, there are some action by spaying actions, spaying campaign. We wait for the people to come. Like, okay, come. No. From here to here, it's a distance from A to B. I have to travel this distance. It takes me energy to take. You understand what I mean? They don't care. They're afraid the dogs are not dogs anymore. Was wünschst du dir für das Tierheim? My dream for this animal shelter is to be a day. Come here and see. We have a box free.
we can take more dogs. Yeah, it's a dream. Because every time it's overcrowded, so it's very hard to put them together. You have to put them by their size, by their age, by their temperament, it's a lot of criteria you have to take care of, because you risk fighting or something like this, and the shelter wants to save more dogs, more, but there's still a lot, and that's my dream, to come a day here and to see 2-3 dogs free, empty. It was a pleasure to meet you, and I'm very, very glad that to save the 2 dogs, the little dogs. Hopefully they will find a good home, because without you, today they were not with us, If you didn't save them, for sure we will come back. Ich finde es toll, dass im Gebäude hinter mir auch kostenlose Kastrationsprojekte stattfinden. Ich frage mich, wie kann man den Verein dabei unterstützen? Wir suchen natürlich immer freiwillige Helfer vor Ort. Darüber freuen wir uns einfach immer total, gerade auch die Hunde natürlich. Also wenn die mal rauskommen aus dem Zwinger, ein bisschen laufen können, wenn man sich mit dem beschäftigt. Auch für die ängstlichen Hunde, das ist so ein Herzensprojekt von mir, irgendwie, dass die Leute sich mehr mit den Ängstlichen halt auch beschäftigen und denen irgendwie mal so eine kleine Chance geben. Ja, also Hilfe vor Ort ist immer super, gerade mit den Hunden. Nicht nur Zwinger reinigen und sauber machen, sondern auch wirklich sich mit den Hunden beschäftigen, schöne Fotos machen, Videos machen, Infomaterial an mich weitergeben, dass ich das in die Steckbriefe schreiben kann. Das sind so Sachen, die wirklich sehr hilfreich sind für uns. Und von Deutschland aus, da freuen wir uns natürlich auch immer über Aufklärungsarbeit. Also wenn man so ein bisschen in der Familie, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis so ein bisschen aufklärt und vielleicht auch mal so gemeinsame Aktionen macht, um Spenden zu sammeln. Irgendwie einen Flohmarkt von zu Hause und sagen, okay, das Geld möchte ich gerne spenden. Das sind so Sachen, die wirklich schön sind. Also die wir auch gut gebrauchen können. Geldspenden sind super, aber auch Material, also Sachspenden, jetzt Futter, Spielzeug, Leinen, Geschirre, Hundedecken, Hundebetten. Da freuen wir uns auch immer drüber. Ja, wie die Spenden nach Rumänien kommen. Also entweder fährt man selber nach Rumänien und dann kann man sich gleich auch mal einen Überblick machen über unser Tierheim, die Hunde kennenlernen, die Mitarbeiter und die Spenden selber einsortieren. Ja, und ansonsten haben wir in Abensberg, das ist in Bayern, haben wir eine kleine Schatzkammer und da kommen dann die Spenden hin und wenn der nächste Transport stattfindet, dann bringen die Leute aus Deutschland immer so einen Transporter voll nach Rumänien mit Spenden. Ansonsten haben wir auch eine Amazon-Wunschliste. Da sind immer so die aktuellsten Dinge, die wir halt benötigen, drauf. Oder ihr schreibt uns einfach eine E-Mail und bekommt dann eine Antwort, was wir gerade so benötigen und wo ihr das hinbringen könnt. Und den Link zur Amazon-Wunschliste findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn Menschen fragen, warum wir Tieren nicht zu essen in Deutschland helfen, würde ich sagen, dass Tierschutz keine Grenzen kennt. Also für mich ist Tierschutz nicht nur länderspezifisch, sondern weltweit. Also ob jetzt hier in Rumänien, in Bulgarien, in Kroatien, in Polen, auf Bali, also überall brauchen die Tiere Hilfe und ich finde nicht, dass man das nur auf ein Land beschränken sollte. Das ist auch unsere Meinung, dass man auch grenzüberschreitend helfen sollte. Kimi, was ist dein Wunsch für dieses Tierheim? Ich würde mir wünschen, dass die Menschen sich mehr trauen, vor Ort zu helfen, zu unterstützen, sich da ein bisschen mehr zu engagieren. Und es ist immer super toll, wenn man von zu Hause aus auch unterstützt und hilft, aber ich finde es einfach schön, wenn die Leute auch selber ihre Erfahrungen sammeln können. Und wenn du jetzt gerade vor dem Bildschirm sitzt und denkst, mein Gott, das will ich auch unbedingt mal den ganzen Tag Hunde streicheln, dann melde dich unbedingt bei dem Verein. Die suchen wirklich fast immer Volontäre. Wir sind tatsächlich auch sehr positiv überrascht, wie nett und freundlich wir hier aufgenommen wurden, dass uns alles gezeigt wurde, dass wir direkt mit anpacken durften.
Wir sind generell sehr dankbar, wenn wir in solchen Projekten mithelfen können. Und da frage ich mich, worüber ist Kimi eigentlich dankbar und stolz? Ich bin besonders stolz auf die Hunde, die super ängstlich sind und mit der Zeit auftauen. Das ist für mich immer so ein Moment, der mich einfach immer unfassbar stolz macht und wo ich mich immer wahnsinnig drüber freue, wenn so ein Hund, der sehr ängstlich war, nach gewisser Zeit anfängt aufzutauen und irgendwann auch bereit ist für die Vermittlung. Wir haben im September letzten Jahres tatsächlich auch einen ängstlichen Hund adoptiert, hier aus dem Tierheim, mit dem ich mich viel beschäftigt habe und der jetzt zu Hause ein super Leben lebt, überhaupt nicht mehr ängstlich ist, super verträglich und ja, dass die Menschen solchen Hunden auch mehr Chancen geben, wäre auch ein Wunsch. Ich bin besonders dankbar, dass ich hier so viele nette Menschen kennengelernt habe. Ob die Mitarbeiter, ob die freiwilligen Helfer hier vor Ort oder auch die Hunde, die sind alle toll. Es sind Freundschaften entstanden. Für eure Welpen wünsche ich mir, dass sie ein wunderschönes für immer Zuhause finden. Bei lieben Menschen, wo sie super gut behandelt werden und hoffentlich ein langes, schönes Hundeleben führen werden. Hoffe ich wirklich. Und ansonsten werde ich mir Mühe geben, dass sie irgendwann rüber dürfen in Arche 2, wo sie auch mal laufen können. Jetzt heißt es für uns Abschied nehmen. Tora und Bini bleiben hier im Tierheim. Und auch wenn es sich gerade schwer und falsch anfühlt, sie hier abzugeben, wissen wir, dass es ihnen hier gut gehen wird und sie eine neue Chance haben, ein richtiges Zuhause zu bekommen. Wir drücken euch die Daumen.